Konstantin hat nach seinem leiblichen Vater gesucht. Und er hatte bereits diesen Verdacht. Degenhardt? Ja. Ja, es war der erste Job in unserer kleinen Vater-Sohn-Kooperation. Und du hast den ganz hervorragend gemacht. Oh Gott. Ich habe mich in Andi verliebt. Ja? Oh, Baby, du warst einfach großartig. Andi? Andi? Wieso Andi? Hat er das danach auch zu dir gesagt? Konstantin. Wer sonst? Also deine Nummer im Fahrstuhl mit Andi, super geil. Perfektes Timing. Aber woher hast du gewusst, dass Lisa gerade bei mir war? Ist ja auch egal. Sie hat schon echt daran gezweifelt, dass du mit Andi in der Kiste warst. Und dann, peng, ging die Fahrstuhltür auf und sagenhaft, aus der Nummer kommt Andi nicht mehr raus. Wortwörtlich. Hey, was ist los? Hat jemand den Nagellack geklaut? Oder kannst du es nicht fassen, dass ich dich mal lobe? Was? Doch. Klar, ist alles gut. War ganz schön cool, was? Ja. Du, ich kann jetzt gerade nicht so reden. Ich melde mich dann einfach später bei dir. Bis dann. Er wird doch irgendwelche Beweise von Degenhardt verlangt haben. Wie gesagt, Konstantin ist so fixiert darauf, seinen Vater zu finden, dass er mit Sicherheit leicht zu manipulieren ist. Seine Suchaktion hat sogar in New York Schlagzeilen gemacht. Ja, eben. Degenhardt hat ihm wahrscheinlich den richtigen Cocktail aus Gefühlsduselei und Lügen über uns Lahnsteins präsentiert und schon... Ist Konstantin auf seiner Seite. Ja, abgesehen davon besteht sogar die vage Möglichkeit, ich meine, was machen wir, wenn Degenhardt wirklich sein leiblicher Vater ist? Jetzt guck doch nicht so. Es sind wirklich die letzten Sachen, die ich aus dem Penthouse hole. Na dann, willkommen zurück. Na, der Empfang ist immer wieder überwältigend. Merkst du was? Da hat jemand ein schlechtes Gewissen. Ich sag dir, das ist unser Maulwurf. Das wird Vater mir glauben müssen. Du weißt doch noch gar nicht wirklich, ob er für Degenhardt spioniert. Wenn du Vater weiter mit solchen Mutmaßungen kommst, weißt du doch genau, wie er reagiert. Jetzt Moment mal, aber dass wir was unternehmen müssen, darüber sind wir uns doch wohl einig, oder? Ausnahmsweise mal ja. Habe ich doch richtig gehört. Richtig, aber spät. Oder habe ich dich irgendwie geweckt? Nee, aber seit deinem Anpfiff benutze ich nur noch die hier bei meinen Gitarrenattacken. Verstehe. Aber ich will nicht schuld daran sein, dass deine armen Musikerinnen euch in Schaden nehmen. Naja, wenn du dich mit dem Teil beschallst, dann kann die Belastung höher sein, als wenn du neben einem startenden Düsenjet stehst. Ah ja. Und um mir das zu sagen, bist du vorbeigekommen? Nein, das war nur die Weisheit des Tages. Verstehe schon. Als Revanche für meine Weisheiten von vorhin. Ich habe mich wohl ein bisschen zu sehr in dein Privatleben eingemischt, oder? Hast du. Naja, aber wenn du mir nicht so in den Ohren gelegen hättest, ich hätte den Karton von meinem Vater wahrscheinlich nie aufgemacht. Ach, tut mir leid. Warum kann ich auch nicht einmal meine blöde Klappe halten? Nein, halt, stopp. Ich bin doch froh darüber, dass du mir dazu geraten hast. Ich will einfach nur Danke sagen. Ach so? Ja. Weißt du, in all den Jahren habe ich mich immer nur an die schlechten Dinge erinnert. Aber so viel steht fest, man kann sich auch positiv überraschen lassen. Verrätst du mir, was drin war? Eine Speed-Metal-CD? Nicht ganz, Was dagegen, wenn ich dir das morgen live demonstriere? Moment mal. Erst mich neugierig machen und dann? Tja, da musst du jetzt durch.
Degenhardt? Oh, na endlich! Ich versuche schon die ganze Zeit, dich an die Strippe zu kriegen. Was gibt's denn so Dringendes? Ansgar weiß, dass ich dir die Unterlagen über Omni Remarka besorgt habe. Weiß er oder vermutet er das? Er lässt dein Büro überwachen und deswegen weiß er, dass ich bei dir war. Ich habe versucht, mich rauszureden, aber er glaubt mir irgendwie nicht. Was sagt denn Johannes dazu? Der hat sich sofort hinter mich gestellt, als Ansgar mich verdächtigt hat. Na also, wozu die Panik? Keine Panik, nur... Schlechtes Gewissen. Vielleicht hätte ich mich doch nicht in euren Streit einmischen sollen. Ich meine, Johannes vertraut mir. Du bist so ein Hosenscheißer. Was? Ein Hosenscheißer! Erst willst du unbedingt bei den Großen mitspielen und wenn dann richtig geschossen wird, dann ziehst du Schwänzchen ein. Aber sag mal, verstehst du das denn nicht? Nein! Sag mal, bist du sicher, dass nicht doch eher Johannes dein Vater ist? Der ist nämlich genauso ein Weichei wie du. Warum haben Sie mir eigentlich erzählt, dass ich Andi nicht mit Olivia abgeben würde? War das ein Witz? Hallo Lisa. Sag mal, was ist los? Warum bist du so aufgeregt? Na, Sie haben Andi doch noch verteidigt. Und groß getönt, dass da nichts gelaufen sei zwischen ihm und Olivia. Ja, das stimmt. Dann erklären Sie mir doch mal, wieso ich die beiden gestern im Aufzug erwischt habe. Wie Sie gerade dabei waren, sich wieder ihre Klamotten anzuziehen? Was? Nein, sag mal, bist du sicher? Das war wirklich verdammt eindeutig. Und glauben Sie mir, auf diesen Anblick hätte ich sehr gerne verzichtet. Vor allem, nachdem Sie mir auch noch Hoffnung gemacht haben. Ich habe echt geglaubt, ich tue Andi Unrecht und das sei alles nur eine Intrige von Olivia. Aber jetzt... Aber Lisa, ich begreife das nicht. Ich weiß hundertprozentig, dass Andi Olivia nicht ausstehen kann. Umso schlimmer. Hatte Konstantin doch recht. Andi schläft mit allem, was nicht bei 3 von den Bäumen ist. Mein Vater hat mir den Hubschrauber geschenkt, da war ich 10. Zu deinem 10. Geburtstag? Nein. Er hat ihn mir geschenkt, als mein damals bester Kumpel nach Bayern gezogen ist und ich deswegen total fertig war. Wow. Er hat mir gesagt, ich soll mir einfach vorstellen, wie ich mit dem Hubschrauber zu ihm fliegen könnte. Und dass mir Bayern dann gar nicht mehr so weit weg erscheint. Und das hat geholfen? Ja. Und nein. Meinen besten Kumpel habe ich immer noch vermisst. Aber es hat eins in mir geweckt. Die Leidenschaft fürs Fliegen. Die hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Weißt du, dass ich das total vergessen habe? Dass mein Vater mich überhaupt erst drauf gebracht hat. Bis gestern. Ja, die Sache mit der Fliegerei war dann ziemlich abrupt beendet. Aber ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal in meinem Hubschrauber saß, den Rotor gestartet habe. Speed Metal. Für mich war das wirklich nie Musik. Das hier ist übrigens eines der ersten Modelle, die Pitch gesteuert sind. Pitch, das kenne ich jetzt nur vom Keyboard. Ja, in dem Fall bezeichnet das den Anstellwinkel der Rotorblätter gegenüber der anströmenden Luft. Ja, ach so, klar. Yellow Press bauscht es auf zum Medizinskandal des Jahres. Ihr Profit macht uns krank, die skrupellosen Geschäfte der Ladenstein Holding. Also, selbst wenn wir beweisen könnten, dass Degenhardt diese Probanden gekauft hat. Dann wäre die Presse nicht an einer Gegendarstellung interessiert. Ja, bitte. Konstantin. Hier, der Pressespiegel. Leider so schlimm, wie wir befürchtet haben. Danke. Übrigens wegen gestern. Tut mir leid, ich habe natürlich nicht wirklich gedacht, dass du gegen uns intrigierst. Weißt du, diese ganze Pressekonferenz, das hat uns alle ziemlich... Naja, also, nichts für ungut. Schon vergessen. Das war's doch. So kriegen wir den Kredit niemals abbezahlt. Abwarten. Worauf willst du noch warten? Die Bank hat ein Treffen mit unseren Kreditgebern arrangiert. Echt beeindruckend, was man mit den Dingern alles machen kann. Jedenfalls mehr als mit den Großen.
Ich muss mich echt bei dir bedanken. Wofür? Ja, du weißt schon. Dafür, dass du nicht locker gelassen hast. Für mich war meine Kindheit immer etwas, was ich so weit wie möglich hinter mir lassen wollte. Bloß nicht in alten Erinnerungen kramen. Aber als dein Vater gestorben ist, da sind doch bestimmt einige Sachen hochgekommen. Nein, weil ich wollte das einfach nicht. Selbst in den letzten Tagen habe ich immer versucht, das auszublenden. Vielleicht wolltest du nicht daran denken, weil auch schöne Erinnerungen dabei sein könnten. Und du deinen Vater dann vielleicht sogar noch mehr vermisst? Kann sein. Ich weiß, dass du ihm viel nachträgst. Und er hat auch bestimmt vieles falsch gemacht. Aber nach dem, was du mir erzählt hast, das hört sich für mich so an, als konnte er sich gut in dich hineinfühlen. Aber ich verstehe das nicht. Warum hat er diesen verdammten Hubschrauber so lange aufbewahrt? Warum? Er war doch in all dem Jahr nie für mich da. Christian und ich, wir haben uns den Arsch für ihn aufgerissen. Wir haben alles für ihn getan, aber ihm war das egal. Wenn er uns nur einmal gezeigt hätte, dass wir ihm wichtig sind. Dass er uns wirklich liebt. Ich glaube, das hat er. Nein, ich weiß ganz sicher, dass er euch geliebt hat. Du hast es doch vorhin selbst gesagt. Er hat dir die Leidenschaft zum Fliegen gegeben. Gehen Sie ruhig mal nach Hause und schlafen sich richtig aus. Bitte? Ja, oder was auch immer Sie sonst so vorhaben. Sie haben doch jetzt Zeit. Sie sind gefeuert. Was? Nein, das geht nicht. Ich habe nur ganz kurz... Gepennt, statt Ihrer Arbeit nachzugehen. Richtig. Außerdem haben Sie einem Journalisten Zutritt gewährt, der Ihr Hausverbot hat. Sie haben einen wichtigen Geschäftspartner mit Ihrer intellektuellen Unschuld vergraut und uns damit einen wichtigen Deal versaut. Muss ich noch mehr sagen? Nein. Ich hätte Sie feuern sollen, als Sie versucht haben, mich zu verführen und das Ganze auch noch filmen wollten. Aber das können Sie wirklich nicht machen. Ich arbeite wirklich gern hier und ich baue auch wirklich keinen Scheiß mehr, versprochen. Oh, und das sind wirklich keine leeren Versprechungen? Ansgar, überleg dir das doch mal. Wir haben im Moment echt andere Probleme und Olivia macht ihre Sache ansonsten noch ziemlich gut. Ach, wirklich? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gib ihr noch eine Chance. Wenn du sie jetzt feuerst, nach außen hin kann man das auch missverstehen. Von wegen erste Einsparungen oder so. Komm schon, ich rede noch mal mit ihr. Gib ihr noch 2 Wochen als Bewährung. Na schön. Sie dürfen bleiben. Noch. Aber nur, weil ich keine Zeit habe, mich um eine andere Kraft zu kümmern. Danke. Ja, ist geschenkt. Aber was ist denn mit dir los? Du bist doch sonst nicht so neben der Spur. Du musst noch ins No Limit. Nö, ich wollte noch in die Stadt eine CD besorgen. Ja, in der Kiste war auch meine erste Reggae-LP. Und ich habe keinen Plattenspieler. Und ich dachte, du stehst nur auf diese ganzen Schmachtfetzen. Ah, du meinst die ollen Kamellen, mit denen ich euch damals im No Limits Bescheid hab? Das war alles nur Tarnung. Ich war immer schon ein großer Reggae-Fan. Hattest du denn auch diese Rasterzöpfe? Dreadlocks. Echt? Ich muss Fotos sehen, Fotos! Damit kann ich leider nicht dienen. Oder vielleicht auch eher zum Glück nicht. Wie sahst denn du damals aus, hm? Leder und Nieten als Heavy-Metal-Braut? So sieht's aus. Ja. Ich schätze mal, es war ganz egal, was du gehört hast. Hauptsache, es war laut. Sowas sagen auch immer nur Leute, die von Heavy Metal überhaupt keine Ahnung haben. Aber zum Abreagieren ist es wirklich die beste Musik. Und warum hast du dich gestern abreagieren müssen? Ach, das war nichts weiter. Für nichts weiter hast du aber verdammt lang, verdammt laute Musik gehört. Kann es sein, dass es dir wegen Leonard nicht gut ging? Also, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Ich habe gerade mit dem Chefredakteur von In Live gesprochen und einen Deal ausgehandelt. Die kriegen in den nächsten Monaten einige Exklusivinterviews, wenn sie eine groß aufgezogene Gegendarstellung über Omni-Remake drucken. Prächtig. Das dürfte doch einige der Negativschlagzeilen wettmachen. Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Und auf Wiedersehen. Ich habe die Berichte über Omni Remaka gelesen. Das klingt ja alles gar nicht so rosig.
Und ich habe kein Problem damit, Ihnen hier vor allem noch eine zu verpassen. Das glaube ich Ihnen aufs Wort, aber Sie wollen doch nicht wirklich in die Hand beißen, die Sie füttert. Hm? Schließlich sind wir alle zusammen hier, um über den Kredit zu verhandeln. Der Kredit, den ich der Lahnstein Holding gewährt habe. Hey, Lisa. Was? Kann ich bitte kurz mit dir reden? Was gibt's da noch zu reden? Oder hast du für die Aufzugnummer auch eine harmlose Erklärung auf Lager? Nein, die habe ich ehrlich gesagt nicht, aber... Ach, scheiße. Ich kann verstehen, wie das auf dich gewirkt haben muss, aber... Ich schwöre dir, ich hatte nichts mit Olivia, als wir beide noch zusammen waren. Ja, viel Spaß mit deiner neuen Freundin. Nein, du denkst, dass ich mit... Das war nur in dem Aufzug. Und ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich will nichts von dieser Tuss. Wirklich nicht. Selbst wenn Olivia die einzige Frau auf dieser Welt wäre, ich würde lieber schwul werden. Olivia ist für mich der letzte Dreck. Wie Sie sehen, konnten wir im Kerngeschäft im Vergleich zu den letzten Quartalzahlen eine Gewinnsteigerung von bis zu 5% erzielen. Die Umsatzprognosen lassen bis zum Jahresende eine Wachstumsrate von 11% erwarten. Und wir halten eine vollständige Rückzahlung des Kredits innerhalb der nächsten 6 Monate für absolut realistisch. Wenn du die Güte hättest, dich dazu zu äußern. Gut. Die Zahlen liegen mir ja nun vor. Und ich verspreche, dass ich mir das alles noch mal durch den Kopf gehen lasse. Was soll das? Ja oder nein? Geschäftliche Entscheidungen von dieser Tragweite pflege ich nicht im Restaurant zu treffen. Ich melde mich bei dir. Heute noch. So wie du zugeschlagen hast, scheint es dir immer noch nicht gut zu gehen. Hey, das mit dem Kompensieren durch Kaufrausch ist echt ein Klischee. Aber ein wahres. Und ich habe das Gefühl, dass ich nicht ganz unschuldig bin. Quatsch, wieso das denn? Seit ich den Namen Leonard genannt habe, hast du kein Wort mehr gesagt. Siehst du? Schon wieder. Willst du nicht doch darüber reden? Schließlich hat deine Therapiesitzung ja auch bei mir angeschlagen. Da gibt's nichts zu reden. Leonard ist mein Bruder und im Moment kriselt's ein bisschen zwischen uns, wie das bei Geschwistern eben manchmal so ist. Und dieser rein geschwisterliche Streit hat nicht zufällig was damit zu tun, dass Leonard jetzt mit Jana zusammen ist? Nein, ganz im Gegenteil. Wie du vielleicht weißt, bin ich mit Jana befreundet und ich gönne den beiden ihren Glück. Er hätte sich keine bessere Partnerin aussuchen können. Andi, ich weiß einfach nicht mehr, was ich dir glauben kann. Und deshalb ist es am besten, wenn wir uns nicht mehr sehen. Mach's gut. Wie geil war das denn? Ich stelle fest, dass dein Beliebtheitsgrad einer neuen Rekordmarke zustrebt. Und zwar im Minusbereich. Dich hat's ja ganz schön erwischt. Das geht schon. Das Zeug klebt nur so ekelhaft. Ich habe eigentlich von Andi gesprochen. Wieso denn Andi? Die kleine Dusche hat dich nicht so fertig gemacht wie Andis Reaktion. Seit wann bist du denn in ihn verliebt? Was spinnst du jetzt komplett? Den Oberproll? Nie im Leben. Degenhardt genießt es natürlich, uns hier noch eine Weile zappeln zu lassen. Aber eins wissen wir alle, dass er den Kredit auf keinen Fall verlängern wird. Und wenn du noch mal versuchst, vernünftig mit ihm... Elisabeth. Er hat uns doch genau an dem Punkt, wo er uns die ganze Zeit haben wollte, am Boden. Von Lahnstein? Ja. Und? Ich habe vorhin Degenhardts Glas sichergestellt. Zusammen mit dem Haar von Konstantin können wir jetzt den Gentest machen. Wozu?
Vater hat recht. Wir haben verloren. Und zwar alles. Also gut. Einverstanden. Bis dann. Und? Ist es so, wie du gedacht hast? Ich weiß es nicht. Er will mir ein Angebot unterbreiten. Allerdings unter 4 Augen. No woman, no cry. Chor, Eude, Kockschrei. Hast du das von deinen Kumpels hinterm Weißwurst-Äquator? Chor, Eude, Kockschrei. Sehr charmant. Ja klar. Meine erste Lektion in Bayerisch. Damals wusste ich nicht, wie wahr das ist. Was meinst du denn damit? Naja, du weißt doch, als Teenager, da malt man sich alles so schön aus und so. Die große Liebe, aber was passiert? Vom Standesamt mutiert man zum Fußabtreter. Denkst du, ich war nicht manchmal verzweifelt? Und trotzdem möchte ich keine Minute davon missen. Weil ich kein größeres Glück auf der Welt kenne, das mit dem vergleichbar ist, richtig verliebt zu sein. Nur dann spürt man doch, dass man lebt. Das spüre ich doch auch. Ich atme, also bin ich. Ich bin mir ganz sicher, dass auch du irgendwann deine Seelenverwandte findest. Du darfst die Hoffnung nur nicht aufgeben, niemals. Hey, vielleicht will ich die ja gar nicht mehr finden. So ein Blödsinn, jeder will das. Du hast doch nur Angst, dass du noch mal so enttäuscht wirst. Aber du darfst deinem Glück nicht im Wege stehen. Was? An dir ist echt eine Romantikerin verloren gegangen, weißt du das? Ja, und? Romantik heißt immer auch die Hoffnung zu haben auf eine traumhafte und glückliche Liebe. Und Realismus heißt, diesen ganzen Kinderkram endlich hinter sich gelassen zu haben. Nein, das ist Zynismus. Und mit einem Zyniker könnte ich echt nicht befreundet sein. Und ich nicht mit einer Romantikerin. Unerträglich. Mach's nicht so spannend und sag, was du zu sagen hast. Warum denn so eilig? Weißt du, wie oft ich mir diesen Augenblick vorgestellt habe? Jahrelang. Immer wieder. Aber trotzdem, die Realität ist einfach durch nichts zu übertreffen. Du kannst ja auf deine alten Tage einen neuen Job suchen, wenn ich dir keinen Aufschub für deinen Kredit gewähre. Die Holding ist mehr als ein Job für mich. Sie ist mein Lebenswerk. Und wenn du noch einen Funken Anstand in dir hast, dann bitte ich dich, das nicht zu zerstören. Tja, dann will ich mal nicht so sein. Ich werde dein Lebenswerk nicht zerstören. Du gewährst uns Aufschub? Aufschub? Ich bin Geschäftsmann. Ich will, dass du mir die Lahnstein Holding überschreibst.